Der 2019er Porsche 911 Speedster, ja. Es gab nur 1948 Stück und ihr habt einige wenige bekommen. Ich glaube 3 Stück. Wir sind im Porsche-Zentrum Saarland. Hier ist Michael Theisen. Grüß dich. Hi, servus Sven, grüß dich, hi. Ja, du bist voll am Lächeln. Es ist ein Auto, wo du mir gezeigt hast, da vorne ist übrigens ein Büro, dort hinten in der Ecke. Genau. Und da hast du drauf gezeigt, guck mal, da habe ich vorne abgehoben und gedacht, ne, 911, ja. Genau. Und da hast du gesagt, guck mal hinten. Von hinten ganz einzigartig, von vorne auch etwas einzigartiger, aber da gibt es schon die eine oder andere Front im GT3, die auch so aussieht. Ja. Es war übrigens so eine Hutze war drüber, ja. Deswegen konnte ich nicht genau sehen, was drunter war. Es war so, ja. Also wir gehen einmal kurz drum rum, dass wir den mal sehen. Also Speedster steht für über 500 PS. Unglaublich viele Leichtbauteile, das hast du mir schon vorab erzählt. Genau. Rennleistung pur, der Motor ein Saugmotor. Genau, ein Saugmotor ist der 4 Liter Saugmotor mit 510 PS. Gebaut für die Rennstrecke oder auch für die Straße. Auto hat immer ein Schaltgetriebe, also sorgt für jede Menge Fahrspaß. Hat einen Schalter, gibt es nur als Schalter? Gibt es nur als 6-Gang-Schaltgetriebe. 6-Gang-Schalter, also nichts hier 8-Gang-Schaltgetriebe. Der hat aber so viel Drehmoment, er würde auch mit 5 Gängen fahren, nehme ich an. Ja, das auch, aber du hast, das ist sowieso ein Sportgetriebe, also nochmal. Es gibt für die GT3-Modelle nochmal ein eigens übersetztes Getriebe, also extrem kurze Schaltwege, macht richtig Spaß mit dem Auto zu fahren. Ne? Es hat von Haus aus einige Dinge drin, die notwendig sind für diese Leistung. 504 PS, richtig? 510 PS, jawohl. Das Auto ist zum Beispiel mit einer Keramikbremsanlage ausgestattet, die man natürlich ganz dominant immer bei uns an den gelben Bremssätteln erkennen kann. Mittlerweile kannst du sie auch schon schwarz lackieren, wenn du magst. Dass es halt nicht mehr so dominiert. Die Bremsanlage bleibt natürlich von der Scheibe her die gleiche. Zentralverschlussfelge. Super schönes Auto. Liegt preislich, muss man auch dabei sagen, bei 270.914 €. Das ist die Basis. Da geht's los. Da ist aber auch schon ganz, ganz viel drin. Also nicht wie bei den anderen 911 Modellen, wo du dir noch viel dazu buchen kannst. Das ist auch hier möglich mit vielleicht einem Liftsystem. Aber ansonsten ist der schon absolut top ausgestattet für den Preis. Ja, es ist ein Sammlerstück, das seinen Wert wahrscheinlich steigern wird, denn es ist einer der allerletzten gebauten 991er, ja. Ein unglaublich erprobtes Modell. Hier hinten steht der 992, wir haben mal kurz mal daneben gestellt, dass man sieht, der hat schon Mischbereifung drauf. Hier sind vorne, hinten gleiche Dimensionen, aber hinten breiter. Genau. Genauso wie du es jetzt gesagt hast, hinten sind sie ein bisschen breiter von der Gummierung her, vorne aber die gleiche Zollgröße. 992 hat ja dort immer die gemischte Größe drauf. Es ist, um nochmal gerade darauf zurückzukommen, natürlich ein ganzes Stück Geld, wenn man das jetzt vielleicht hört, die 270.000 für den 11er, aber es ist eine absolut Top-Geldanlage, gerade in der heutigen Zeit, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Und wie du gesagt hast, typisch für die Porsche-Aktien, hohes Steigerungspotenzial. Ja, kann ich übrigens bestätigen. Porsche ist einer der ganz wenigen Marken, bei denen der Werterhalt wirklich enorm ist, weil es sind Sammlerstücke, viele Kunden haben mehrere. Genau. Also generell über alle unsere Modelle hast du eine sehr gute Wertanlage oder keinen großen Wertverfall. Natürlich ein Cayenne, der ist natürlich nicht so stabil wie ein 11er, aber in der Klasse Cayenne zum Beispiel nochmal die Mitbewerber kontrolliert oder dagegen gelegt, ist es wiederum ein absolut wertstabiles Fahrzeug, der Cayenne. Ja, richtig, ja. Ich kann nur bestätigen, also gerade als Geschäftsfahrzeug geleast, man kann sie ja zurückkaufen, dort geht es nicht um das Thema Restwert, es wird ein faires Angebot gemacht. Man kann ihn anschließend sich wundern, wie wertstabil er ist auf dem Gebrauchtmarkt. Also gerade die Saugmodelle sind unglaublich gefragt. Das ist ein Sauger? Ja, das ist ein Sauger, genau. Du hast heute im Leasing, das ist natürlich ein ganz großes Thema bei uns, auch für den Privatkundenbereich durchaus interessant, weil der Markt dreht sich so schnell, gerade bei den Fahrzeugen Cayenne, Panamera, 911 Boxster, wo du sagen kannst nachher, okay, du, egal wie sich der Markt entwickelt hat, das kommt jetzt, ist die Batterie, ist das nächste Thema, wie auch immer, du hast den Kostenfaktor am Ende nicht. Ne? Mach mal auf vorne, die Haube ist aus Carbon. Genau, außen GT Silber und innen immer gleich.
Genau. Stark ist, Leichtbau bedeutet nicht GFK, sondern Carbon. Genau, es ist nochmal ein Unterschied. Du siehst auch, wenn wir jetzt mal hier das Ganze ein bisschen von oben nochmal holen, unser Porsche-Emblem, das ist dort immer aufgeklebt auf diesen Carbon-Motorhauben. Die so auch zu schützen, muss man sagen, ja. Das ist so wobei das die Fans wissen, das ist also nicht nur ein Aufkleber, geht gar nicht anders, man kriegt es nur so. Es geht gar nicht anders und es ist ein teurer Aufkleber, wenn er mal weg ist. Gut, verstanden. Also hier vorne sieht man auch so Details, wie zum Beispiel die Aufhängung dann, richtig klasse gelöst. Ja, wir schauen uns das gleich mal kurz mal an. Die Lichtanlage, was in der Lichtanlage ist drin? So, der hier hat jetzt Bi-Xenon-Scheinwerfer, LED-Funktion, das heißt also, du hast hier im Außenbereich 4-Punkt-LED-Tagfahrlicht und das sind mitlenkende LED-Scheinwerfer. Bi-Xenon wäre Serie, der hat jetzt die Sonderausstattung LED gewählt. Kannst du hinten auch mal öffnen? Kann man da irgendwas öffnen hinten? Also wir haben, der Schlüssel verrät es dir schon. Ja, genau. Nur vorne. Genau, beim 11 normalerweise ist die untere Taste belegt, die haben wir hier nicht belegt. Also wenn du mal kurz stillhältst, ich muss einmal kurz die Schärfe ziehen, dass ich den Schlüssel mal scharf kriege, weil das die Leute doch interessiert. Ja, jetzt ist er scharf. So, und da fehlt eine Taste. Ja, ich hab hinten tatsächlich eine Taste. Da sieht man eh nicht viel. Da ist Öl und ich glaube Wasser. Genau, hier ist es halt so, das Verdeck muss von innen, in Anführungsstrichen sage ich mal, entriegelt werden. Also wir müssen die Heckklappe entriegeln. Ist jetzt nichts, was wir so eben mal machen können. So, und dann, das ist voll elektrisch. Also das Auto, das Verdeck ist ein bisschen Arbeit, weil du musst halt die hinteren Seiten, die musst du rausklicken. Das können wir nachher gerne mal machen, dass wir auch mal offen erleben. Ne? Er ist unglaublich leicht, hast du mir erzählt. Also ein unglaublich leichtes Fahrzeug, das merkst du in der Fahrdynamik. Jedes Kilogramm ist hier gespart. Genau. Und die Carbonbremsanlage wiegt auch weniger, muss man sagen. Also das macht in Summe schon einiges aus. Ja, also es ist für absolute Performance ausgelegt. Ob derjenige es nutzt, ist ihm überlassen, aber das ist ein absoluter Supersportler. So, wir schauen noch mal kurz von hinten, denn ich kann mich gar nicht satt sehen. Da vorne ist die zentrale Bremsleuchte, wenn du mal einsteigst, die mal auslöst. Genau. Ich will die mal sehen und dass wir die Sicht mal von hinten sehen. Wow! Schade, dass es auf der Kamera nicht so rüberkommt, denn es leuchtet richtig in tollen Farben. Vielen Dank, Michael. Und was ich auch stark finde, ist, es ist unglaublich dezent. Also hier der Porsche-Schriftzug zum Beispiel ist schwarz in schwarz als Relief nur. Genau, schwarz-matt gewählt, richtig. Auch nochmal hier super schön integriert. Ich kann auch den Spoiler mal nochmal hochfahren. Wir können auch mal den Klang hören. Genau, bitte mal Klang und Spoiler. Das will ich. Den Klangspoiler hätte ich gerne. Bin ich mal gespannt. Wow. Der Spoiler hat natürlich auch eine Rückleuchte in der Mitte. Das war gut, dass du ihn rausgefahren hast, denn so Fans, die lieben ja so Details und wow, ich bin richtig geflasht, muss ich sagen. Du siehst auch aus der Seitenperspektive, wenn wir jetzt mal schauen, der fährt unwahrscheinlich hoch. Ne? Weil muss er wohl, bei 500 PS. Genau, durch die Dachpartie muss er diesen steilen Anstieg haben. Der ist beim, ich sag mal, im normalen Elber ungefähr, geht er ja auf diese Höhe. Also der fährt maximal in diesen Bereich hier rein. Sag mal, Frage, was ist denn da drunter? Das sind so kleine Öffnungen. Weißt du das? Du, das sind, das hast du beim Cabrio zum Beispiel direkt in die Kopfstützen integriert. Das ist ja nicht so, das ist einfach ein Überschlagsicherheit. Ne? In dem Moment, wo er mal dann fahren die raus. Würde, genau, was man nie hoffen, würden die wegfallen, also wegfliegen und dann fahren Stößel raus. Damit das ist für den Notfall. Also falls der feststellt, der ist abnorm in der Lage, hat sich vielleicht wirklich mal überschlagen. Man muss ja nicht immer selbst schuld sein, ja. Das ist so er hat einen Steinschlagschutz, finde ich spannend. Genau, das haben übrigens alle Elfer. Meistens sind sie durchsichtig. Hier ist es jetzt schwarz gewählt, was wirklich zum Auto sehr gut passt, weil auch hier diese A-Säule in diesem Schwarz ist. Matt auch noch, ja. Matt, genau, also absolut
absolut ein Traum, wenn man auch so sehen jetzt mit dem Spoiler von der Seite hier. Super von hinten. Also es ist ein richtiger, also mein Sohn würde sagen, der 7 ist ein Rennwagen. Rennmaschine, das findet sich jeder, ja, als Spielauto schon cool, absolut. Ja, was ziemlich cool ist hier hinten. Auf jeder Carrera-Bahn. Hier hinten sieht man auch, dass der Spoiler auch nicht durchlässig ist, sondern der ist wirklich, der bremst. Ganz wichtig, ja. Also das ist bei vielen ist ja, sage ich mal, eine Auspuffblende, die so aussieht wie ein Auspuff oder ein Spoiler, der hochfährt aus Designstücken, aber da gibt es bei Porsche nichts. Also natürlich ist die Auspuffblende designt, dann ist es aber auch eine, also da ist ein richtiger Auspuff dahinter oder 100% Spoiler ist auch bei uns 100% Spoiler, ne? Ja, mach mal auf bitte. Ich will zumindest mal reingucken. Ja. Denn sag mal, das Interieur kenne ich ja noch, aber es ist auch hier ein bisschen anders. Wenn du einsteigst, steht Speedster. Genau, also Speedster in der Zierleiste, Speedster auch hier vorne oder auch einmal, wenn du jetzt drehst, auf die Kopfstütze. Das sind halt so auch den verkürzten Schalthebel, wirklich toll zu erkennen. So, und hier vorne haben wir das Emblem 70 Jahre Porsche, ein Sondermodell. Ja. Super schön integriert, ne? Weil normal sind diese Plaketten immer vorne hier im Bereich vom Handschuhfach untergebracht, aber ja, also das hier ist absolut schön. Das ist eine kleine Serie, also wir reden hier, ich sag mal bei 1942, 48 ja. Reden wir über eine kleine Serie. Wie viele Elva werden denn so gebaut von einem Typ dann? Das sind einige mehr, oder? Das ist schwierig zu sagen, ja, weil es wird ja alles so ein bisschen runtergebrochen, natürlich auf Deutschland, aber so ein GT3, das geht schon in die 3.000, 4.000 3.000-4.000er Serie und das ist ja schon wenig. Ja. Das heißt, das hier ist noch mal weniger, aber da kannst du dir vorstellen, vom 11er natürlich, das sind schon einige, die dann produziert werden und immer noch super wenig. Also zum Beispiel, wir hatten ja mal in einem anderen Video, wir hier im Saarland so als Ford-Werk, wo wir hier haben, die Leute, die dort schaffen, das ist das, was in Leipzig zum Beispiel für einen Macan und einen Panamera schaffen. Daran merkst du die Exklusivität und wie viel Handarbeit bei Porsche noch eigentlich existiert. Ich verstehe. Es gibt ja viele Porsche-Mitarbeiter, muss man sagen, die selber Porsche fahren. Ja. Das wird von Porsche auch unterstützt. Ich selber habe einen Werkswagen bekommen, mal von Porsche, von einem Porsche-Mitarbeiter. Die fahren die dann ein Jahr, zwei. Genau. Ist das beim Speedster wahrscheinlich eher etwas seltener? Da gibt es keine Werkswegen von. Ja, das ist, in so einer Serie wäre es auch nicht fair, nochmal Autos wegzunehmen, die erstmal den Kunden nicht zur Verfügung zu stellen. Von daher. Ich sag mal so, es gibt wahrscheinlich keine. Also wenn es dann doch welche gibt, dann mögen sie denn erkannt sein. Hinten der Luftauslass, ist der auch Serie? Hat der jeder Porsche oder fällt mir das nur irgendwie gerade auf? Das ist über das Fahrzeug. Also das hat nicht jeder. Das ist ja eine Seite, meine ich. Genau, richtig. Das ist nochmal von der Aerodynamik, wo halt durch den Radlauf nochmal Luft nach hinten geht. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich ja den direkten Vergleich gerade nicht habe. Aber es ist, die Fans werden es wissen. Ja, tolles Auto. Es ist so ähnlich, wir können uns den 992 mal anschauen. Also die GT-Serien, die haben natürlich viel mehr Belüftung, auch für die Bremsanlage, ganz wichtig. Der hat gar nichts. Das ist jetzt ein Carrera S, der hat keinen Luftauslass hin. Einen minimalen ganz unten, ja, wo auch nochmal die... Da unten ist er, ja, genau. Ganz anders dargestellt. So, ja, da steht er. Du hast nicht übertrieben. Also ein toller Sound. Ist die Abgasanlage schaltbar? Die Abgasanlage ist schaltbar, das ist eine Klappenabgasanlage. Das ist jetzt auch schon die mit dem Partikelfilter, wo jeder... Das heißt, wir steigen mal kurz rein, dann gucken wir uns zumindest mal innen nochmal an. Genau, wir können mal schauen. Genau, wenn du mal kurz auf die andere Seite gehst, dann zeigen wir nochmal das Interieur. Was ich auch stark finde, ist hier der kleine Griff. Der ist nämlich gar nicht da, das ist eine kleine Schlaufe, die wir haben. Das ist schon Schlaufe, genau. Leichtbautypisch, sagst du. Sven, aber die Abgasanlage, die du gerade angesprochen hast, das ist zwar eine Klappenanlage, wie wir sie jetzt haben, seit eh und je schon, aber schon eine mit Partikelfilter. Also wo immer teilweise Angst oder Gespräch ist, Mensch, mit dem Partikel kommt kein Sound mehr raus. Ich denke, das war überzeugend, dass da immer noch ein richtig... Der war ja kalt, also wir werden ja niemals das Auto irgendwie belasten. Du hast jetzt mal leicht Gas gegeben. Ich habe leicht Gas gegeben. Wie viele Umdrehungen haben wir denn? Etwas laufen gelassen, das waren eben noch keine 4.000. Okay. Also das machen wir nicht. Das ist Standard, niemals, das ist ja klar. Weil die Leute immer gleich kommen, ja, ist der Motor kalt, gib ihm 6,5. Das wäre hier noch nicht mal Anschlag, denn der dreht bis 8.000, 9.000. Bis 9 Max ist kein Problem, ja.
ist kein Problem. So. Also wir zeigen mal ein bisschen, hier oben ist das Dach. Das ist eigentlich, ich sag mal, so ein Stoffdach, aber es ist schon noch ein bisschen gedämmt. Ja, also du hast nicht wirklich viel Dämmung hier dazwischen. Das ist, natürlich ist es von außen ein hartes Dach, das wirst du merken, wenn du drauf fährst. Ja. Aber von innen nicht jetzt wie bei unseren 11er-Modellen generell oder bei den Cabrios ein richtig festes Dach. Also hier ist schon der Leichtbau wirklich durchs ganze Auto durchgezogen worden. Ja. Ich steig mal ein. Du siehst ja auch schon an den Handschlaufen. Alter Mann, muss mich mal kurz hier reinquälen. Einstieg ist genauso wie bei jedem anderen 11er. Genau. Das ist kein Thema. Sitze jetzt auch so gewählt. Es würden auch Carbon-Sitzschalen zur Verfügung stehen, aber das ist jetzt ein 19-Wege-Sitz, also ein absolut sehr bequemer und trotzdem. Ich habe natürlich kein Komfortlenkrad, das ist alles dem Leichtbau geschuldet. Ist das Rad auch aus Carbon? Das Lenkrad nicht. Nee, das ist nicht aus Carbon. Das ist halt, wie du auch sagst, da sind jetzt keine Metallelemente drin, keine Multifunktion. Das machen wir wie teilweise auch bei den Vorgängermodellen über diesen Joystick hier unten. Ja gut, aber ich habe es ja auch nicht weit hier vorne zum Touchscreen. Nee, da habe ich dann alles drin. Früher war in den Autos ja gar nichts. Du hast ja heute das komplette Infotainment-System. Du hast die integrierte SIM-Karte mit Datennutzung, mit Online-Diensten. Die sind ja 100% rennsteckentauglich und trotzdem ist alles integriert wie aus einem normalen App. Launch Control kann ich mir schenken, ist ja ein Schalter. Ja, das ist, brauchst du nicht. Autoblip ist eine Was ist das? Autoblip ist jetzt eine Funktion, die wir auch bei den kommenden Spider und GT4 Modellen haben. Das ist Zwischengas. Wenn du das anwählst, genau, und du schaltst runter vom dritten in den zweiten Gang, gibt er einmal Zwischengas. Das ist die neue Auto-Blip-Funktion. Cool, also es ist eine nette Funktion, die dir aber auch hilft, den Gang noch schneller einzulegen. Ich zeig dir mal ganz kurz, also wenn du siehst... Warte mal, ich komme mal gerade rein. Ja. Kann ich etwas besser das zeigen. Bei mir bricht nämlich gleich der Arm ab, ja, weil ich also es ist jetzt so... geht's dir auch besser. So, Wahnsinn. Du siehst also vom ersten in den zweiten, das sind absolut knackige Schaltwege. Und deswegen, auch dieser verkürzte Schalthebel, da brauchen wir da gibt es hier keine Funktion mehr, die du zusätzlich steuern kannst. Typisch, du kannst halt die Stabilitätsprogramme einschränken oder halt zusätzlich noch. Ach, du hast die Off-Taste direkt dort. Genau. Du musst sie nicht über irgendein Untermenü. Genau. Nee, ist hier integriert. Die Verantwortung ist schon groß, wenn du das ausmachst bei 500 PS. Es sollte ein bisschen Platz rechts und links sein, je nachdem. Das ist ich habe mal eine blöde Frage. Das ist kein Allrad, oder? Nee. Heck. Gut. Also wenn du jetzt hier das ausmachst und die 500 PS kommen lässt, wird es wahrscheinlich dampfen. So ist es. Das macht Spaß. Ja, das ist so. Also gut, ich habe verstanden. Also ein reinrassiger Sportwagen, 991, wobei ich sagen muss, der 991 gefällt mir halt unglaublich gut. Was Porsche unglaublich gut gelungen ist nicht ein harter Schock zwischen 991 und 992. Du hast als 991-Besitzer immer noch das Gefühl, du hast ein aktuelles Modell. Ja. Das ist meine persönliche Empfindung. Das Heck, das ist ein bisschen anders, aber so, du hast halt nicht so den harten Break, so dass du dir, ich sag mal, mit gutem Gewissen den 991er noch bewegen kannst. Ja, also bei vielen Herstellern hast du ja wirklich das Problem, nicht ein bisschen bloßgestellt zu werden, wenn ein Nachfolger kommt, aber der Nachfolger hat mit dem Vorgänger nichts mehr gemeinsam. Das ist bei uns eigentlich so, die Form, egal ob du jetzt ein Auto aus den 50er, 60ern fährst, im 11er-Bereich ist es immer der 11er, ist direkt zu erkennen. Natürlich, der 992 ist jetzt noch mal ein bisschen innovativer, was dieses Infotainment-System betrifft. Er ist noch mal ein bisschen, wenn wir über ein normales Modell reden, also über die Carrera S, 4S Modelle. Er ist dort natürlich noch mal viel spritziger unterwegs, ne? Also ein gutes Stück weiterentwickelt worden. Da ist so eine ganz kleine Klappe da unterm Display. Was ist denn das? Können wir mal öffnen. Das ist eigentlich für eine SIM-Karte einzulegen. Ja. Dann wird die interne SIM-Karte deaktiviert. Also eigentlich brauchst du diese Funktion nicht. Man macht ja heute alles via Bluetooth, das Handy koppeln. Und hier hast du zwei Möglichkeiten für eine SD-Karte zu hinterlegen, für Musik abzuspielen. Okay, wenn ich jetzt die Best-of einfach mitnehmen möchte und nicht übers Handy steuere mit allem drum und dran. Ja, da vorne ist noch die tolle Uhr drin, die ist grün hinterlegt. Genau, grün. Teilweise sind die Zeiger gelb in den GT-Modellen. Jetzt beim Speedster ist das Ganze grünlich. Super schön. Bitte mal die Zündung anmachen, dann können wir mal sehen, wie ist das Display. Ja, das kennt man. Auf der rechten Seite Multifunktionsdisplay, in der Mitte noch ein ganz normales. Genau, also alles analog.
bis auf dieses eine TFT-Display, so wie es immer beim 991 auch war, aber auch hier hinterlegt mit den Zeigern und den Ziffernblättern in diesem Mintgrün. So, der Rest ist eigentlich ziemlich 991, muss man sagen, wer das kennt. Aber das Dach ist ein kleines Wunderwerk. Hier vorne sind die Entriegelungen. Ist das, wovon du sprachst? Genau, also man kann, wie gesagt, einen Teil manuell entriegeln. Das müssen wir aber dann von außen, oder wir machen es gerne ein andermal. Ja. Das ist nicht so wild. Hier vorne ist ich bin unglaublich geflecht. Tolles Auto. Wir steigen mal aus, machen mal Abmoderation. Denn wir wollten das Auto ja mal zeigen. Sag mal, wenn du hier so ein Auto kriegst und du kriegst eine Zuteilung, ihr habt ja jetzt nicht die Menge an Autos bekommen, dann ist das Auto ja quasi schon weg, bevor es hier ankommt, oder? Ja, also es ist sowieso immer ein schwieriges Thema, wenn es so wenige Autos gibt und so viele Kunden, die gerne eins hätten. Aber das haben wir bis jetzt immer, ich denke, ganz positiv gelöst bekommen, weil es gibt ja verschiedene Sondermodelle und so können wir auch über die Dauer der Zeit mit Sicherheit jeden mal glücklich machen. Ja, der 991 Speedster Modelljahr 2019. Im September hätte ich schon fast gesagt 2020, aber wir werden noch die Verbrauchswerte noch einblenden, ganz am Schluss. Da bekomme ich das noch von dir. Was verbraucht der ungefähr? So 10? Ja, also der 11er ist ja generell nicht so der Verbraucher, aber ich denke, du fährst dann so um die zwischen 10 und 13 Liter. Ja, es ist so. Und das sind realistische Werte. Also wer da heute kommt, du, ehrlich, ich habe ja Leute, die mich dann öfter mal fragen, was verbraucht er denn so? Und dann sage ich ja, ich brauche 7,4 Liter, die glauben mir das nicht. Das ist wirklich verrückt. Ja, ich fahre den mit 7 Liter, ich fahre den 300, Wahnsinn, ich fahre keine Ahnung, 370 PS, was er hat, mit 7 Litern fährst du, aber dann fährst du sogar schon ein bisschen sportlich, muss ich sagen. Da bist du nicht Name Ente und Co. Nee, was auch interessant ist, du fährst mit so einem Auto viel defensiver wie mit einem kleinen Auto. Das ist mir aufgefallen. Also viele Porsche-Fahrer, die sind ganz entspannt auf der Autobahn. Ja, es gibt manchmal ein Vorurteil, wobei das kann ich auch nicht nachvollziehen. Es gibt, glaube ich, bei jeder Marke den einen oder anderen, der ein bisschen auf die Tube drückt. Da sind wir nicht die einzige Marke. Ne? Wir sind halt eine der Marken, da kannst du mal auf die Tube drücken mit dem Fahrzeug. Du selbst bist wie lange bei Porsche schon? Ich bin jetzt im 4. Jahr hier in Porsche Zentrum Saarland in Saarbrücken. Ja. Ja, du hast auch schon mal in die Kamera eine Art Liebesbeweis moderiert, wo du gesagt hast, ist die schönste Automarke, bei der du dir vorstellen könntest zu arbeiten. Genau, das ist die Automarke, die ich auch mal privat kennengelernt habe und dann für mich eigentlich der Traum war, Porsche Zentrum Saarland kenne ich ja schon, da war ich einige Jahre jünger, einige Zentimeter kleiner, aber das war dann ein Traum, wirklich ein Traum, der sich erfüllt hat, dass ich für die Marke arbeiten darf, ne? und die Fahrzeuge den Leuten nahebringen darf und auch verkaufen kann. Ne? Ja, ihr seid unter den Porsche-Zentren in der Kategorie. In welcher Kategorie seid ihr? Also es gibt 4 Kategorien, von 1 bis 4. 4 sind die größten, da sind wir auch drin in der Kategorie 4. Genau, ihr seid erfolgreiches und großes Porsche-Zentrum. Ne? Ja. Größe jetzt nicht immer mit im Sinne von 2 Etagen oder 3 Etagen, aber hat ja auch mit Verkaufszahlen zu tun, anhand von den Mitarbeitern. Ihr habt auch angebaut, muss sagen. Ihr habt so die ganze Nachbarschaft annektiert, habt überall Hallen dazugenommen, also ringsherum, ihr seid mittlerweile echt groß. Was möglich ist. Was möglich war, ja. Die Nahbarkeit, ganz wichtiges Thema bei euch. Ich sag mal so ein bisschen etepetete Porsche, das ist hier gar nicht der Fall. Ihr habt Kunden wirklich ganz normale Handwerker bis auch der Zahnarzt. Und, ich sag mal, wir sind normal locker heute, du bist eben reingekommen, hast gesagt, komm, wir machen mal was. Das ist ja auch immer das Spontane, das war gar nicht geplant. Heute bin ich mal im Anzug normal mit Jeans oder so. Heute habe ich mal Lust auf sowas gehabt. Aber also, man muss immer sagen, ordentlich, das ist natürlich ein Thema, aber auch sportlich. Das war früher anders. Da waren so die Autoverkäufer hatten immer einen Schlips an, die waren immer so und dann, aber so die Nahbarkeit der Marke Porsche, da legt doch Porsche großen Wert drauf. Also ich sage nur, der neue Fernsehstar, den sie jetzt mit dazu genommen haben, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der zusammen da mit dem Marketingchef diesen Spot da kreiert hat. Meinst du den Joko, oder? Ja, genau, richtig, ja. Okay. Finde ich geil. Ja, klar, natürlich, ja. Dann haben die gesagt und dann gibt es für den Film, kannst du den Porsche, kannst du den behalten. Ja, genau. Ja, dann mache ich's. So schaut's aus, ja. Ja, wir sind im Porsche-Zentrum Saarland. Wo findet man euch? Also wir sind im Rotfeld 19, Industriegebiet, Gewerbegebiet hier in Saarbrücken. Ganz markant, den Schriftzug kann man nicht übersehen, wenn man bei uns vorbeifährt. Also nicht vorbeifahren, Halt machen, reinkommen. Also eins muss man definitiv sagen, ihr habt Kunden,
die aus ganz Deutschland kommen, nicht nur, weil sie ein Auto jetzt aus mobile.de gesehen haben, sondern die gezielt zu euch kommen, weil ihr seit Jahren schon die weite Anreisewege haben, wo ihr Autos auch holt teilweise von ein paar 100 Kilometern. Das spricht, glaube ich, für eure Qualität. Ja, wir liefern auch aus. Also man muss dabei sagen, wenn ein Kunde mir eine Anfrage schickt aus Hamburg oder München, weil wir gerade das richtige Fahrzeug hier stehen haben bei uns und er hat aber auch dann teilweise die Zeit nicht, wird das Auto so genau wie möglich beschrieben und er kriegt es angeliefert und alle Fotos, die wir zurückbekommen, da ist ein lächelnder Kunde. Also da war noch nie einer, der gesagt hat, Mensch, das war vorher nicht erwähnt. Das ist uns ganz wichtig, dass wir die Fahrzeuge sehr, sehr genau beschreiben. Die Kunden sind teilweise überrascht, dass die Fahrzeuge gerade im Gebrauchtwagenbereich so makellos bei uns stehen. Also macht wirklich Spaß. Wir fühlen uns wohl, die Kunden sind happy. So soll es ja auch sein. Ihr wurdet vor kurzem belohnt, ihr durftet auf eine Insel fliegen. Auch da habt ihr euch erarbeitet? Genau, das war so eine Teamreise. Das heißt, das Team hat gewonnen. Einmal wir im Verkauf über Verkaufszahlen und auch unser Team After Sale, also unsere Werkstatt, die hat über die Kundenzufriedenheit dort gewonnen. Hat nicht jeder bekommen, muss man sagen. Es gab, ich glaube, ihr wart die Einzigen? Ja, also nicht die Einzigen, wir müssen fair bleiben. Also ganz wenige, sage ich mal, da haben beide Abteilungen gewonnen. Es gibt immer ein Sternchen. Wir sind einer der wenigen, die 5 Sterne haben. Deswegen. Also 5 Jahre in Folge haben wir das gewonnen. Ja, genau. Ich würde dir direkt 5 Sterne geben. So, kommen wir noch mal kurz zum Auto. Hier vorne steht der 992. Nochmal kurzer Rundgang, das neue Modell. Und hier ist er, einer der allerletzten 991, diesmal in der wunderschönen Version Speedster. Ich würde ihn ja gleich mitnehmen, aber es gibt ja keine mehr. Ich auch, nee. Alle weg. Wir dürfen leider nicht. Ja, zumindest mal bei euch. Ja, danke. Tschüss, Michael. Mach's gut, Sven. Danke dir.